So grown over. As Will and Henry walk up this slope, the camera looks up at them and there's some dialogue. Henry has to stop and turn and talk to Will, talk about being scared about the capping, the process, and they stop here. And I remember using one of these lovely knotty roots as a marker, because they would say walk to that point, stop, turn and do the dialogue, so you'd use that as a visual reference, so you stopped in the same place every time. Whether that's the actual one, of course, I don't know, I can't remember, but we stood about here. And the tripod, when we look back at it, it was there. But of course we know now that the actual mill pond is over in that direction. And the special effects shot was taken here and the tripod was superimposed by that. But 25, 30 years of growth, you can no longer get the similar sort of view. Do you see what I mean? The trees have all grown in so much, so you wouldn't be able to see the tripod now because of all the trees. So theoretically, at the top of that slope there, and over the other side is where the Vagrant Bridge is, but we've investigated it and it's not there. So you could walk as far as you want and you won't get it. Further, when we go back down to the bottom, then obviously over to the mill pond is where Ozymandias stood and used his binoculars to look at Will. But the exact spot, again, we can't find the exact location for that. You can only imagine where it is. And this is also where Will was grabbed, taken by Ozymandias, held, and they had that initial conversation about, you know, you live in the village, where in the village? You know, that sequence of dialogue happens around here as well. So, wir kommen jetzt an die Stelle, wo sich Henry und Will in Richtung Vaganten begeben, wo sie dann praktisch die Lebensmittel abliefern, dass die auch an der Feier teilnehmen können. Das ist ein Teil auch aus dem Buch, wo hier eher weniger erwähnt wird. Im Buch haben sie ja noch das Vagantenhaus. Und auf jeden Fall sie laufen den Berg hoch. Und an der Stelle, wo wir jetzt stehen, sieht man die Wurzeln auf dem Boden und an der Stelle fand der Dialog statt zwischen den beiden. Sie haben die Stelle verwendet, um einfach einen Anhaltspunkt zu haben, wo sie stehen müssen, beziehungsweise wo man sich umdrehen muss, um das Gespräch zu führen. Jim bemerkt auch hier, dass wie auch an den anderen Stellen ganzen Sachen überwachsen sind und dass man also auch nicht mehr ganz genau erkennen kann, wo man war, und man sieht auch nicht mehr den See so arg, weil die Bäume einfach zu stark verwachsen sind. Und er bemerkt auch an, dass wenn man gerade ausschaut, die Szene dann geschossen wurde und da eigentlich dann der Dreibeiner stehen sollte, was in Wirklichkeit nicht so ist, weil aus Blickrichtung von Jim jetzt gerade wäre der See etwas weiter links und ist einfach eine Fotomontage, dass man halt denkt, er würde dort direkt stehen. Dann theoretisch sollte ja eigentlich, wenn man den Pfad nach oben geht, es wieder runtergehen und dort müssten dann rein theoretisch die Vaganten stehen. Dem ist aber nicht so. Dahinter, der Pfad endet einfach in dem Buschgewirr. Es geht da oben einfach nicht mehr weiter. Weiter unten ist dann der Platz, wo Ozymandias die Weihe und die Feier mit seinem Fernglas beobachtet. Leider sieht man da aber nicht genau, an welcher Stelle das war, weil einfach alles auch zugewachsen ist. Also man kann nicht mehr genau nachvollziehen, wo er mit seinem Fernglas durchgeschaut hat.
ist noch gut. Yeah. You'll recognise the chute on the far side. You'll see that in the episode. And one of the doors on the far side is the door into the harbour. But the BBC had to create a door and a sign, and all along the far side is where they created the. Isn't the sign just stone from the pub here? Because it looks very similar. It probably is. It's probably modelled on that sign. That one up there. It's a ship on it, the Harbour Inn. The Harbour Inn, yeah. Was it called the Harbour Inn? I can't remember what it was called. I think it was. Yes. But the boat we used, although it was similar to these, it wasn't. It was a bit smaller, I think, to be honest. Is that dolly there? Yeah. It's starting to rain heavily again. Yeah, and when you look at the first scene, when they come in, all the houses there are painted out. They're all matted in with the 1980s computer effects. All those houses, and it looks as though the hill goes right up, and it's a much larger town set up on the hill. But as you can see, it's just one row of little cottages. So, wir sind jetzt in Romney angekommen und wir stehen jetzt auf der Seite gegenüber des Marktes bzw. des Kneipeneinganges. Die Kameraeinstellung wurde ungefähr von unserer Position ein bisschen niedriger, ein bisschen seitlich gedreht und man kann sich vorstellen ungefähr, wo der Markt ist, wo der Kneipeneingang ist und wo auch das Kamel ungefähr gestanden ist. Auf der anderen Seite war ein Eingang montiert, ne? Und da war halt das Kneipenschild dran. Ich habe dann gedacht, die Kneipe, wo hinter uns ist, das Kneipenschild hätten sie da einfach wegmontiert und auf der anderen Seite vom Hafen einfach wieder ranmontiert, aber leider war das ein anderes. Es war zwar der gleiche Name, aber es war halt dann doch ein anderes Schild. Wir sehen hier einige Schiffe, die momentan vor Anker liegen. Sie sehen sehr ähnlich, also eins davon sieht sehr ähnlich aus wie das aus der Serie, aber Jim sagt ja, ihr Schiff war etwas kleiner als die, wo hier momentan liegen. Weiterhin sieht man, dass oben das Dorf über dem Hafen retuschiert worden ist. Es sind Häuser angebaut worden oder rein retuschiert worden, halt mit der Technik aus den 80ern, die die BBC zur Verfügung hatte. Und es sieht einfach so aus, als wäre das Dorf in den Hügel gewachsen.
Up there? Wie es aussieht, wenn jemand drauf ist. Das ist was von niemandem. The stones are very stiff. I'm not sure which tunnel it is. I think that one is probably it, because we had to go right inside, you know. Yeah. That's why I thought how far. So what's on the other end? Frost? Sorry? What's off the other end on the tunnel? Frost? No, yeah, it's just. This is water that's filtering down from the hills, filtering down into the sea. So it must be quite clean water, I think. Yeah, it doesn't smell. Ja, brauchst du nicht, passt schon. Ich halte die Kamera schräg. But this is where I don't remember it being wet as this, but it was summer and all of this bushes and that was all gone. It's all a lot more open, you know. Bye. So, wir sind immer noch in Charlestown, sprich in Rumney, Calais. Und zwar sind wir jetzt an dem Tunnel angelangt, an dem Henry und Will aus dem französischen Verlies flüchten, wo sie durch die Kanalisation durch sind. Und hierbei handelt es sich um die Ausgangstunnel, wo man sieht, wo die beiden mit den Kerzen herauslaufen. Jim weiß leider nicht mehr, ob es der rechte oder der linke Tunnel war. Er denkt, es wäre der rechte Tunnel gewesen. Kann es aber jetzt nicht mehr mit Sicherheit. Er denkt auch, dass das Wasser hier relativ sauber sein sollte, weil es durch das ganze Gestein hier durchläuft. Sandra möchte nämlich wieder ein bisschen Wasser für ihre Sammlung mitnehmen und so besteht auch keine Befürchtung, dass irgendwie Dreck drin sein sollte. Also das kann man gut mitnehmen. Auf dem Untergrund vor der Höhle sieht man, dass sehr viel Wasser fließt. Das liegt daran, dass es momentan sehr stark geregnet hat und er kann sich nicht daran erinnern, dass es bei den Dreharbeiten auch so war. Jedoch war das eine andere Jahreszeit. Also es kann gut sein, dass es einfach oder zur Jahreszeit liegt, dass so viel Wasser momentan dort liegt. Die Sträucher sind auch sehr wild gewachsen und er kann sich von Dreharbeiten nicht erinnern, dass diese so hoch und so verstreut lagen. Es kann auch gut sein, dass vor den Dreharbeiten die Sträucher abgetragen wurden, sodass auch eine freie Sicht für die Kameras gegeben wurde. Ach so.